Servus Leute und willkommen zu dem lang ersehnten Video, das ihr euch alle gewünscht habt. Die Vorstellung meiner 501. Hier seht ihr das Prachtstück. Im Voraus Entschuldigung für den Sound. Ihr seht, ich bin hier in einer urbanen Atmosphäre. Deshalb gibt es etwas Autogeräusche, aber das sollte, denke ich, nicht weiter stören. Ich werde das Video so aufbauen, dass ich jetzt einfach nach und nach die größeren Parts etwas genauer ins Detail gehe. Am Ende dann das Kleinzeug nicht so und am Ende gibt es eine Kostenaufstellung, was es alles gekostet hat. Fangen wir doch einfach mal an mit dem Motor, dem Herzstück vom Bike, der seit 5 Jahren treue Dienste leistet. Anfangs habe ich die Wartung sehr gut eingehalten, gegen Ende hin eher mäßig bis nach Gefühl. Aber ihr seht ja, er hat jetzt die ganze Zeit gehalten, ohne Probleme, bis eben jetzt hier die komplette Revidierung kam. Und jetzt, nach 5 Jahren, haben wir den ganzen Motor einmal komplett revidiert. Das hat insgesamt gekostet 2.058,10 Euro. Wie viele Betriebsstunden ich auf dem Motor habe, kann ich euch leider immer noch nicht sagen. Aber ich versuche es jetzt dann demnächst zu machen. Das letzte Mal, wo ich es geplant hatte, ihn auslesen zu lassen, hat der KTM-Händler gemeint, er liest keine Husqvarnas aus. Der nächste Husqvarna-Händler ist mir zu weit weg gewesen und deswegen hat sich leider noch nichts ergeben. Ein Motor allein bringt nichts ohne das Gestell, das ihn hält. Daher machen wir weiter mit dem Rahmen. Ihr seht, dieser Rahmen wurde frisch gepulvert, nicht lackiert, in der Farbe Candy Blue. Durchgeführt von meinem lieben Kollegen Justin Ree, Stuntrider, der mir dieses Angebot gemacht hat. Ich gebe ihm einen Shoutout und er macht mir den Rahmen umsonst. Schwinge habe ich leider nicht gepulvert, hatte ich glaube ich schon mal gesagt. Hatte ich einfach vergessen, aber kann man ja noch in Zukunft machen. Das bleibt mir noch offen. Jetzt haben wir den Rahmen und Motor und gehen einfach mal weiter zum Fahrwerk. Es handelt sich hierbei endlich nach all den Jahren um ein Supermoto-Fahrwerk. Hier auch. Das auf mein Körpergewicht, ich habe jetzt mal 108 Kilo angegeben, mit Lederkombi und Rucksack und allem Möglichen abgestimmt wurde. Ich muss wirklich sagen, ich bin sehr positiv überrascht, wie sehr sich so ein Fahrwerk aufs Fahrverhalten auswirkt. Als ich die ersten Male gefahren bin und noch so die anderen Bikes gewohnt war, die halt immer recht schwammig gefahren sind, war ich überrascht, wie sehr sich dieses Motorrad plötzlich anfühlt, dass es auf Schienen fährt. Es ist einfach so eine Laufruhe drin und ist beim Anbremsen taucht es nicht so ein und springt nicht mehr so raus und so. Und es ist einfach ein komplett anderes geiles Gefühl. Kann ich nur jedem empfehlen, der eine Enduro auf Supermoto umbaut, macht das Fahrwerk. Das Fahrwerk musste ich wegschicken und das hat mich 800 Euro gekostet. Bei diesen 800 Euro inklusive war auch ein neuer Gabelfuß, den man einpressen musste für diese Bremse, zu der ich jetzt einfach übergehe. Ihr seht hier, das Besondere an dem Bike ist eine Doppelscheibenbremse von der Marke PZ Cobra. Das ist etwas sehr Spezielles, war auch sehr teuer, hat mich 3.544,85 Euro gekostet insgesamt. Darin enthalten waren 2 Bremsscheiben, dann die Bremsanlage, der Gabelfuß, außerdem die Armatur, allein der Griff hat über 100 Euro gekostet und breitere Gabelbrücken hat man gebraucht für die Bremse, dass da genug Platz ist. Zu der Fahreigenschaft der Bremse kann ich Folgendes sagen. Am Anfang war ich etwas irritiert, da der Druckpunkt der Bremse nicht wie bei einer großen Bremse mit einer Scheibe direkt da ist und direkt zulangt, sondern es kommt gefühlt exponentiell, dass man am Anfang denkt, die Bremse ist kaputt und je stärker man zieht,
desto kräftiger und extremer kann sie zulangen. Also da ist wirklich absolut keine Schwäche der Bremse festzustellen. Ich habe mir über die letzten Jahre einen sehr, sehr vorsichtigen Finger beim Bremsen angewöhnt, weil man eben mit so einer großen Bremse schnell einen Fehler machen kann, dass man zu stark bremst. Und diese Umgewöhnung fällt mir immer noch sehr schwer, dass ich bis heute noch sehr vorsichtig bin beim Kurvenfahren, dass ich auch richtig anbremsen tue. Das ist noch ein bisschen schwierig, das so rauszufinden, diese Umgewöhnung. Aber ist auf jeden Fall eine super geile Bremse. Ein weiterer Vorteil dieser Bremse ist, dadurch, dass ich 2 Scheiben habe, ist diese Bremskraft sehr zentral. Wenn man nur eine Scheibe hat, ist ja rein physikalisch die Bremswirkung eher so ein bisschen verschoben. Ich persönlich habe jetzt nicht so den direkten Unterschied gespürt, aber wenn man darauf achtet, dann nimmt man schon wahr, dass sie komplett zentral bremst. Also ich habe es auch schon geschafft, dass der Vorderreifen einfach komplett gerade gerutscht ist. So sehr hat die zugelangt beim Einfahren. Ein weiteres teures Bling-Bling-Stück an diesem Bike ist der FMF. Endlich der FMF. Ich bin die ganzen letzten Jahre immer mit Originalauspuff gefahren. Das hatte den Grund, da ich die offene Leistung im Brief eingetragen habe im Schein. Aber nur in Verbindung mit dem Originalauspuff. Aber da ich jetzt auf die Legalität scheiße und kaum noch in Deutschland fahre, ist mir das egal. Es handelt sich um eine FMF-Komplettanlage. Die habe ich zu einem guten Black Friday Sale Preis für insgesamt 794,21 € geschossen. Schauen wir uns doch mal die Felgen an. Die Felgen hatte ich damals schon nach meinem ersten Upgrade. Da hatte ich einen Unfall, da habe ich mir die Felgen kaputt gemacht. Beide Felgen in 2 Unfällen, aber das hatte ich schon in der Geschichte erzählt. Das Video kann ich euch oben auch verlinken. Und es handelt sich hier nach wie vor um die alten Felgen, die ich habe, aber nur komplett überholt, neu eingespeicht und mit Michelin Power RS Reifen vorne und hinten versehen. Ich habe damit einfach die besten Erfahrungen. Ich habe bei ihm immer das Gefühl, dass ich die volle Kontrolle über den Reifen habe. Zum Beispiel ein Conti Attack SM ist auch ein sehr guter Reifen, aber ich habe mich nie so richtig wohl gefühlt damit, weil ich das Gefühl hatte, wenn der richtig heiß wird, verändert sich die Eigenschaft. Das Felgeneinpressen hat mich 444 € gekostet und die Reifen haben insgesamt 225,90 € gekostet. Jetzt schauen wir uns mal die Maske an. Es handelt sich hierbei um die originale FE-Maske aus dem Jahr 2015, die es allerdings nicht in Schwarz zu kaufen gibt. Daher musste ich sie professionell lackieren lassen. Und der Lichteinsatz ist aus irgendeinem polnischen Shop und das hat insgesamt fast 500 € gekostet. Auf das Licht habe ich auch 3 Monate gewartet. Ich dachte erst, das Geld ist weg und kommt nie wieder, aber es hat noch alles geklappt. Jetzt gehe ich mal noch etwas auf die Optikparts ein. Ich habe einen neuen Plastiksatz gekauft. Das ist ein SMC-Kotflügel, weil ich persönlich finde, das ist einer der schönsten Supermoto-Kotflügel von der Länge und von der Form und allem. Am Anfang war ich nicht so ganz sicher, ob das mit der Maske passt. Ich hatte zuerst auch eine EXC-Maske, bin dann glücklicherweise noch auf die Maske und war mir bis zuletzt, wo das Dekor noch nicht drauf war, nicht sicher, ob ich wirklich zufrieden bin damit, aber das Dekor hat dann einfach alles gefickt. Ihr seht, wenn wir schon beim Dekor sind, es handelt sich hier um ein Custom-Grenzgänger-Dekor. Alle fragen immer, wo habe ich das gemacht? Das hat mir Grenzgänger gemacht. Beziehungsweise ich habe es in Zusammenarbeit mit Grenzgänger erstellt. Ich habe meine Ideen, wie ich es haben will, mit dem Designer von Grenzgänger zusammen umgesetzt. Und ich denke, es ist ein gutes Ergebnis geworden. Das Dekor hat mich natürlich nichts gekostet. Weitere Optikparts sind die Fußrasten, die haben 100 € gekostet. Der Carbonschutz hat 160 € gekostet, den hatte ich allerdings noch in der Halle rumliegen. Der war ursprünglich für eine Enduro bestimmt. Der Pro Taper hat auch 100 € gekostet. Ich weiß nicht, ich wollte einfach einen goldenen Lenker, weil ich auch goldene Felgen habe. Und auch generell finde ich, das war schon immer so mein Style, dass ich Gold einfach mit Gelb kombiniert habe. Deswegen sind die Gabelschoner auch noch gelb. Viele haben ja gemeint, so Gabelschoner macht noch schwarz, macht noch schwarz. Aber ich finde, Gold und Gelb harmoniert perfekt zusammen. Das war so das Grobe. Jetzt gibt es natürlich noch viele Kleinteile wie Blinker, Sitzbankbezug, hinten die Bremsscheibe, Kettengleitschutz, dann diese Sachen für den Tacho, dass der wieder funktioniert. Geht immer noch nicht, aber egal.
Radlager und. Das muss ich jetzt nicht alles aufzählen. Da rechne ich jetzt einfach mal insgesamt für dieses Kleinzeug 500 Euro. Ja, ihr seht, Leute, dieses Bike hat mich einen Arsch voll Geld gekostet, dass es so dasteht. Sorry, das ist ein ziemlich lautes Auto. Leute, ich habe halt keine Stimme mehr, weil ich so schrei. Jetzt geht's wieder. Ihr seht, Leute, das war ein ziemlich teurer Umbau, aber ich finde, dieses Moped hat es einfach verdient. Das ist so eine Legende mittlerweile und ich verbinde auch sehr viel damit. Ich habe viele Erinnerungen. Das war meine erste Supermoto. Ich habe ja alles in der Geschichte schon erklärt. Und ich weiß nicht, ich liebe dieses Moped einfach und jetzt einfach eine neue kaufen und die neu aufbauen, kam für mich nicht in Frage. Hier sind auch noch 2 Blink-Blink-Teile. Ne, das lassen wir einfach raus. Summa summarum hat dieses Bike 6.794,19 Euro gekostet. Arbeitszeit nicht mit eingerechnet. Ja, ihr seht, es war ein teures Projekt, aber das Endergebnis kann sich sehen lassen. Ich bin überglücklich, dass es so rausgekommen ist und ich werde dieses Bike auch niemals verkaufen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr noch verändern würdet. Es wird auf jeden Fall noch ein paar Änderungen geben. Ich kann schon mal ein bisschen teasen. Es wird eine Anti-Hopping-Kupplung reinkommen, die ist leider noch nicht drin. Und die Schwinge will ich noch schwarz machen. Und wer weiß, was man noch alles ändern kann. Das ist ja immer so ein Projekt, ist ja nie zu Ende. Von daher schreibt einfach mal eure Meinung in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen, abonniert den Kanal und lasst mich wissen, wie euch das Video gefallen hat. Ciao. Passt.